Die drei Top-Aktien im September. Wir schauen uns heute drei spannende Unternehmen an, die akut jetzt im September für einen Einstieg interessant sein könnten. Herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Wir schauen uns direkt die erste Aktie an, die ich mit dabei habe. Und das erste Unternehmen ist Alphabet. Ja, Alphabet, die Muttergesellschaft von Google, ist ein führendes globales Technologieunternehmen und hat aber neben der Google-Suchmaschine auch noch ein umfassendes Portfolio. Also dazu gehört sowas wie YouTube natürlich, Google Cloud, Android, aber auch sehr interessante neuartige Bereiche wie zum Beispiel Waymo mit selbstfahrenden Autos und andere innovative Projekte. Aber der Großteil der Werbeeinnahmen wird eben erzielt mit digitaler Werbung durch die Google-Suchmaschine sowie YouTube. Ja, man investiert aber da auch weiter stark in die Forschung, eben vor allem künstliche Intelligenz natürlich und autonomes Fahren, wie bereits erwähnt. Und wir schauen uns jetzt an, wie das Unternehmen jetzt im Moment bewertet ist. Wir sehen jetzt hier im Qualitätscheck 15 von 15 Punkten, also wirklich schon mal top abgeliefert. Sieht alles sehr, sehr schön aus. Umsatzwachstum der letzten 5 Jahre hervorragend mit knapp 18%. Earnings per Share Wachstum sogar noch höher mit hier knapp 22%. Eigenkapitalrendite sieht gut aus. Nettogewinnmarge bei 25%. Also von dem her alles sehr schön. Auch die Verschuldung im absolut grünen Bereich. KGV im Moment auch relativ günstig für so ein gutes Technologieunternehmen mit nur 23 und die indizierte Dividende beträgt im Moment 0,48%. Ja, also hier Alphabet hat ja vor kurzem erst angekündigt, dass man jetzt eine Dividende zahlen möchte. Ja, dann schauen wir mal weiter. Ich habe jetzt hier noch die Bewertung mit dabei. Kurs zum Fair Value sehen wir sind im Moment leicht überbewertet, also 10% über dem Fair Value, laut diesem Bewertungsmodell zumindest. Wir werden aber jetzt dann auch noch auf die charttechnische Situation eingehen, warum ich eben das Unternehmen jetzt akut dennoch sehr, sehr spannend finde. Das immer noch vorneweg. Ja, soviel zu Alphabet. Gucken wir doch jetzt genau auf die aktuelle charttechnische Situation. Also grundsätzlich hatten wir einen schönen Ausbruch aus diesem letzten All-Time-High hier aus dem Jahre 2022 vom November, ja, beziehungsweise November 21 sogar. Und da haben wir jetzt dieses All-Time-High wunderschön rausgeholt und haben aber jetzt zuletzt wieder etwas stärker korrigiert. Und das ist jetzt eben auch der Grund, warum das Unternehmen jetzt für mich akut spannend ist. Wir kommen jetzt eben hier wieder auf diesen Bereich dieses letzten All-Time-Highs in Verbindung mit diesem kleinen Hoch und dem 61,8er Fibonacci Retracement von diesem letzten Wochenimpuls. Und daher würde es sich wirklich sehr anbieten, wenn Google sich jetzt hier stabilisiert, da würde man wirklich einen guten Einstieg auch finden in das Unternehmen. Im Moment ist es mir hier noch etwas zu wenig, was die kurstechnische Seite angeht. Also da wäre es mir lieber, wenn wir jetzt hier nochmal etwas runterkämen und würden dann eben hier einen Boden bauen und dann würde ich eben spätestens hier bei diesen 170 Dollar einsteigen. Aber natürlich immer keine Anlageberatung. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall ein realistisches Szenario für Google. Also ich denke, dass das Unternehmen da eher wieder neue Hochs erklimmt. Absolut langfristig, also wirklich sehr, sehr langfristig ist es jetzt keine historisch gute Chance, weil die waren hier unten oder vielleicht noch hier bei so einem kleinen Retest. Aber ich denke, das ist eine ganz gute Möglichkeit, vielleicht auch seine Position ein bisschen auszubauen. Es ist ein gutes Unternehmen in meinen Augen, also schon durchaus spannend. Ja, wie bereits erwähnt, man zahlt eine kleine Dividende. Schauen uns immer noch den Financial Overview an. 2,2 Trillion US-Dollar Market Cap, eben wie gesagt 0,48% Dividende. Wir haben im Moment dieses relativ niedrige KGV, auch im historischen Vergleich sind wir wirklich günstig bewertet. Umsatzwachstum wunderschön, sieht sehr, sehr gut aus. Das gleiche gilt fürs Net Income. Also da sieht wirklich alles in Ordnung aus. Klar, Payout Ratio der Dividende sehr niedrig. Verschuldungsgrad hervorragend, also man könnte sofort seine ganzen Schulden hier tilgen. Also bei Alphabet sieht es wirklich gut aus, für mich akut wirklich sehr, sehr spannendes Unternehmen. Ja, aber jetzt gucken wir direkt zur nächsten Aktie und die nächste Aktie, die ich dabei habe, ist AMD Advanced Micro Devices. Ja, wir sind ein führender Hersteller von Prozessoren und Grafikkarten für Computer, Server und Spielekonsolen. Und ja, man steht ja so ein bisschen mit im Wettbewerb mit Intel und Nvidia, also in direkter Konkurrenz im CPU-Markt und zu Nvidia im GPU-Markt, also Grafikkarten und ja, CPU, Central Processing Units.
Und das ist natürlich auch alles sehr technologisch getrieben und AMD ist wirklich bekannt für seine Ryzen-Prozessoren und Radeon-Grafikkarten und die haben ein extrem starkes Wachstum in den letzten Jahren hingelegt und konnte auch signifikante Marktanteile gewinnen, vor allem eben in diesem High-Performance Computing. Die haben aber echt eine enge Partnerschaft mit großen Unternehmen wie Microsoft und Sony und so weiter, die eben dann noch weitere Chips liefern. Ja, jetzt gucken wir mal hier auf die aktuelle Situation von AMD. Wir haben keine Dividende. Grundsätzlich haben wir ein sehr, sehr hohes KGV, aber im Qualitätscheck sehen wir trotzdem 13, 15 Punkten. Umsatzwachstum in den letzten 5 Jahre sehr schön, 28,5%. Earnings per Share Wachstum etwas niedriger mit 9,3%. Haben eben auch sehr, sehr viele Übernahmen getätigt hier in dieser Zeit. In den letzten Jahren haben wir auch vor kurzem eine neue Übernahme angekündigt. Gefällt mir aber auch relativ gutes Unternehmen und könnte jetzt auch aufgrund der charttechnischen Situation spannend sein. Ja, wenn man die Bewertung hier ansieht, dann sehen wir, wir haben eine Bewertung Kurs zum Fair Value, die jetzt im Moment tatsächlich auf dem fairen Wert liegt, also direkt auf der Fair Value Seite mittendrin, also völlig in Ordnung, genau fair bewertet. Ist auf jeden Fall schon mal eine gute Voraussetzung für ein Investment in AMD. Und auch hier schauen wir uns jetzt noch den Kurs und die aktuelle charttechnische Situation an. Und ich denke, da wird auch jedem sehr, sehr schnell klar werden, warum ich das Unternehmen jetzt gerade spannend finde. Auch hier ein neues All-Time-High gemacht. Jetzt hier eine wunderschöne A, B, C-Korrektur. Konnten uns jetzt hier in diesem Bereich rund ums 78,6er Fibonacci fangen. Und jetzt brauchen wir aber eben auch noch einen schönen Boden, auf Tagesbasis am besten. Aber für mich ist es hier wirklich eine sehr, sehr brutale Unterstützungszone. Also ich gehe tatsächlich davon aus, wenn wir hier einen Boden bekommen, dass wir da auch wieder weiter nach oben laufen. An sich, wer jetzt wirklich hier schon der aggressiven Einstieg planen würde, dann wäre das hier über den 153 US-Dollar schon möglich gewesen, hier einzusteigen. Jetzt könnte man natürlich auf die ganz niedrigen Zeiteinheiten gehen und hier nochmal einen FIB anlegen. Dann wäre so, ja, um 137 US-Dollar eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, hier diesen Tagestrend noch zu handeln. Aber auf Wochenbasis fehlt da auf jeden Fall noch etwas an technischen Signalen. Sieht aber sehr, sehr gut aus. Also AMD, da gehe ich doch eher davon aus, dass wir hier neue All-Time-Highs bald sehen. Wir haben eine Marktkapitalisierung von 240 Milliarden US-Dollar, also auch schon sehr großes Unternehmen. Was die Bewertung angeht, da sind wir jetzt im Moment doch relativ hoch natürlich. Wir sind aber weniger hoch wie im Jahr 2023, hängt aber eben auch mit dem Unternehmen zusammen. Umsatz ist leicht gesunken letztes Jahr, das Net Income ist aber auch in den letzten Jahren relativ stark immer gewesen, die Margen relativ niedrig, also man sieht da schon, dass die im Vergleich zu Nvidia doch das Nachsehen haben. Der wichtigste Markt aber United States, also USA und dann Japan. Ja, bei dem Debt to Free Cashflow sehen wir, dass wir im Moment hier einen dreifachen Verschuldungsgrad haben, also auch völlig in Ordnung. Man könnte aber auch mit der Cash-Seite hier alle Schulden sofort tilgen. Also gefällt mir auch gut, das Unternehmen ist jetzt für mich langfristig auch noch keine wirklich verrückt gute Chance. Vor allem gefällt mir jetzt hier auch die Trenddynamik nicht der letzten Jahre hier hinten. Ab 2015 ist man zwar im Aufwärtstrend, aber ist jetzt für mich akut langfristig keine spannende Position, also für mein Depot, weil ich ja auch eine Dividendenwachstumsstrategie fahre, aber vielleicht für den einen oder anderen von euch dann doch sehr spannend. Ja, dann guck mal auf die nächste Aktie, aber davor möchte ich dich noch daran erinnern, dass du doch gerne ein Abo dalässt für meinen Kanal und einen Daumen nach oben, damit eben auch hier wir Aktien beliebter und bekannter machen können in Deutschland, das Video auch neuen Leuten vorgeschlagen wird. Danke dir auf jeden Fall an dieser Stelle. Ja, jetzt kommen wir zur dritten Aktie und das ist PepsiCo, ein Dividendenwert. Qualitätscheck 13 von 15 Punkten, also wirklich auch einen sehr, sehr guten Score. Es ist ein globales Unternehmen, bekannt für Getränke wie Pepsi oder Gatorade, aber man ist auch wirklich stark in dem Snack-Bereich aufgestellt, also mit Chips wie Lay's und Doritos und hat da eben auch ein diversifiziertes Portfolio und eine breite Palette von Produkten. Also da sieht es wirklich gut aus und da ist natürlich auch eine gewisse Markenstärke einfach vorhanden mit den wirklich weltweit bekannten Marken, die PepsiCo hier unter sich vereint. Man ist eben auch hier ein globaler Marktführer und stark vertreten in allen großen Märkten weltweit und versucht da auch sich noch weiter auszubauen.
Ja, Umsatzwachstum letzten 5 Jahre 7,2%, also ganz okay. Earnings per Share Wachstum ist leicht rückläufig gewesen, aber bei der Eigenkapitalrendite und der Nettogewinnmarge sieht es für das Unternehmen eigentlich wirklich gut aus. Mit knapp 10% Gewinnmarge. Grundsätzlich hier der Score aber auch sehr ordentlich mit 13, 15 Punkten. Wir haben eine gute Dividendenhistorie und haben eine Dividendenrendite von 3,14%. Das ist auch relativ gut für Pepsi, finde ich jetzt auch sehr, sehr spannend tatsächlich persönlich für mein langfristig orientiertes Portfolio. Wir haben auch ein KGV von 25 und es liegt jetzt auch knapp unter dem Durchschnitt der letzten Jahre. Sehen wir auch hier, dass wir ein leicht niedrigeres KGV im Vergleich zu 2023 haben. Ja, beim Kurs zum Fair Value sehen wir, dass das Unternehmen im Moment genau fair bewertet ist, also vielleicht eine minimale Überbewertung, aber auch für mich jetzt hier akut durchaus spannend. Pepsi hier mit diesem Bewertungsszenario nach dem Trader Fox. Hier mal die Dividendenhistorie, ist ja auch der einzige Wert mit einer ordentlichen Historie und mit einer ordentlichen Ausschüttung. Und wir sehen, das Unternehmen steigert schon seit 1999 hier die Dividendenhistorie wirklich rasant. Das sind jetzt die letzten 25 Jahre. Und eine Prognose für die nächsten 4. Und es soll eben auch so weitergehen. Laut diesen Prognosen hier soll das Unternehmen weiter seine Dividenden steigern können. Und da muss man natürlich klar sagen, wenn wir jetzt schon so eine hohe Dividendenrendite mit 3,2% haben, kann es natürlich wirklich nur heiter weitergehen. Auch beim Score beim Dividendenadel sehen wir 4 von 4 Punkte. Also da sieht es auch wirklich gut aus. Ja, dann guck mal hier noch auf den Chart von Pepsi. PepsiCo für mich eins der interessantesten Unternehmen im Moment tatsächlich. Wir haben jetzt hier auch schon wirklich eine lange Seitwärtsphase hingelegt. Dieser Trendkanal ist jetzt der ultra langfristige und da sehen wir aber auch schon, dass wir mittlerweile über der Hälfte jetzt schon sind und aus diesem Überbewertungsrahmen schon gut raus sind und jetzt hier einen wunderschönen Boden am Basteln sind. Hatten jetzt auch schon hier auf Tagesbasis mit dem Doppelboden eine gute Stabilisierung in der Aktie. Also hier mit ihr über 169,60 US-Dollar. Und sollten wir jetzt hier nochmal runter korrigieren auf diesen Doppelboden, wäre es auf jeden Fall sehr, sehr eine gute Möglichkeit hier einzusteigen. Also ungefähr bei der 200-Tage-Linie und eben diesem Hoch. Da wäre es für mich ein sehr, sehr guter Einstieg. Und das ist aber eher die aggressive Variante und konservativ wäre es auf jeden Fall hier über 184 US-Dollar möglich. Aber da sind wir dann natürlich auch schon ein gutes Stück wieder nach oben gelaufen. Also für mich akut wirklich spannend und ist bei mir ganz nah auf der Watchlist mit drauf. Wir haben eine Marktkapitalisierung von 240 Milliarden US-Dollar, eine etwas höhere Payout-Ratio wie bei Google natürlich, ist aber auch eben ein schon gut zahlender Payout-Ratio-Wert, haben auch hier beim KGV historisch eben, wie bereits erwähnt, eine niedrige Bewertung. Umsatzwachstum war in den letzten Jahren auch hier immer weiter am Wachsen. Das gleiche gilt fürs Net Income. Also es sieht wirklich gut aus bei Pepsi, gefällt mir wunderbar. Hauptabsatzmarkt ist natürlich United States mit 57% und man macht mit Pepsi Beverage auch den meisten Umsatz. Verschuldung haben wir hier 50 Milliarden zu 8 Milliarden, also knapp fünffache Verschuldung, also ist schon an der Grenze, muss man vielleicht mal im Auge behalten, aber es ist natürlich wirklich ein so eingesessenes Unternehmen, da sollte das jetzt hier nicht also das entscheidende Mittel sein, warum man jetzt hier in Pepsi nicht investieren möchte. Also bei Pepsi sieht es für mich wirklich gut aus, wie bereits erwähnt, für mich absolut spannend. Jetzt schauen wir uns noch die Performance an der Aktien im Vergleich mit dem S&P 500. Also wir haben Pepsi in Blau, Alphabet und beziehungsweise Google in Orange und AMD in Rot. Zum S&P 500 in Lila und wir können sehen, dass AMD die anderen Aktien zumindest in den letzten 1,5 Jahren relativ stark outperformt hat und liegt auch immer noch über den anderen Werten. Der S&P 500 hat aber im Moment tatsächlich Alphabet und Pepsi hinter sich gelassen. Aber wir sehen eben auch, dass Pepsi hier in der Phase der Inflationskorrektur sich deutlich besser entwickelt und gehalten hat wie der S&P 500. Deswegen auch einfach ein schöner Anker vielleicht für einen eher risikoaverseren langfristigen Investor. Ja, beim Total Return jetzt bei den 3 Aktien, wenn man die vergleicht, dann sehen wir, dass hier Total Return mäßig Pepsi etwas besser abschneidet wie Google und AMD immer noch die Nase vorne hat. Ist tatsächlich relativ spannend hier, wenn man den Total Return mal mit einbezieht.
Jetzt hier zur Performance beziehungsweise den Qualitätsscores. Wir sehen, dass Pepsi eben niedrig volatil ist, hohe Qualität hat und hohe Dividendenzahlungen hat, eben auch irgendwie so ein bisschen Value-Titel ist. Bei Alphabet sind wir eben auf Sicherheit, Wachstum und Qualität und bei AMD auch in diesem Rahmen, aber deutlich schwächer, wie es eben bei Google der Fall ist. Ja, auch bei der historischen Performance der letzten Jahre, also im Schnitt der letzten 5 Jahre, haben wir hier bei Pepsi die niedrigste Rendite mit 4,8% und die höchste bei AMD, und auf Schnitt der letzten 10 Jahre sieht es tatsächlich ähnlich aus, aber trotzdem wirklich spannende Performance und für mich dennoch Pepsi sehr, sehr interessant. Ja, lasst mich doch wissen, was ihr von den Aktien haltet. Würdet ihr jetzt da bei den Aktien auch akut einsteigen? Findet ihr die interessant, vielleicht auch für euer langfristig orientiertes Portfolio? Lasst mich doch gerne in die Kommentaren wissen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.